Heute wird's ein Schweinchen, ein Glücksschweinchen. Ich nehme eine Menge Ton, eine gute Handvoll und forme einen Schneeball. Eine schöne, geschmeidige Murmel in der Hand formen. Einmal die Finger nass gemacht, da das schön formbar bleibt. So. Das ist eine schöne Murmel. Jetzt würge ich hier ein bisschen was raus. Das wird die Schweineschnauze, Steckdose, bekannt als Steckdose, allgemein bekannt. So, ich habe diesen Würgegriff angewendet, also nicht so drücken, sondern hier reinlegen und einmal rumwürgen, nicht abwürgen. Schön aufpassen. So, jetzt forme ich hier mit Daumen und Zeigefinger die Steckdose etwas aus. So. Und hau da mal mit dem Klopper rauf, ne? Schön festhalten hier, kompakt festhalten. So. Und dann bringe ich sie etwas in Form. So, habe die beiden Zeigefinger hier oben, der Daumen drückt unten einmal gegen die Zeigefinger oben. Und dann habe ich hier so eine umgedrehte Herzform, ganz grob. Und drücke vorne noch zweimal mit dem Daumen rein. Und habe ich schon mal diese Nasenloch-Andeutungen. So, ganz grob, ne? Jetzt fahre ich, mal gucken, soll nicht so hoch gucken, soll gerade, kloppe ich mal unten eine Stellfläche. So, guckt gerade, nicht hoch. Und jetzt bohre ich mit dem Finger hier unten rein. Schön kompakt festhalten und höhle das Ganze aus. Schön den Finger knicken innen und überall mal gegen die Wand drücken. Jetzt passt der Daumen rein. Kann ich noch so rum eine Runde rumdrücken. Jawohl. Jetzt passen sogar beide Daumen rein. So, jetzt stelle ich es wieder hin und bringe es ein bisschen in Form. Mache das schön glatt hier, die Oberfläche. Mit dem feuchten Finger. Natürlich kannst du auch mit dem Messer rübergehen oder mit dem Gummi oder mit dem Pinsel, wie es am besten funktioniert, ne? So, da haben wir erstmal die Sau. Die kriegt jetzt noch 2 Ohren. Ich nehme eine kleine Menge Ton, teile sie durch 2 und mache 2 Rübchen draus. Mensch, habe ich heute ein Schwein im Hals oder was? So, 2 Rübchen. 1, Murmel. Und jetzt hier in die Handkante legen und ein Rübchen rollen. 2. Die stelle ich jetzt schräg zueinander hier aufs Brett und drücke sie runter, dass ich einen breiten Ansatz bekomme. So, und den kann ich hier mal Probesitzen machen. Auf dem Schwein, da kommen sie ran. Ich reiße alles auf. Alles, was sich verbinden soll. In diesem Fall das Ohr mit dem Kopf. Alles nass machen und andrücken. Zweites Ohr auch. So, randrücken, vorsichtig mit den Fingern andrücken, dass das Wasser aus der Ritze schmattert. So, mal abtrocknen hier meine Finger, alles so nass. Ich nehme es vorsichtig in die Hand und mit dem Hölzchen, mit dem Modellierhölzchen,
verbinde ich die Ohren jetzt hier ringsrum, schmiere ich das fest. Schön vom Ohr was abziehen zum Kopf hin, nicht zu zaghaft. Und eine Runde rum, besonders wichtig, auch hier die Seiten nicht vergessen. Das sind dann sonst die empfindlichsten Stellen, die dann leicht abgehen könnten, abbrechen. So, einmal grob mit dem Hölzchen verschmieren. Gleich bin ich rum. So. Und jetzt mache ich das natürlich noch schön, die Verbindung. Mit dem Finger, mit dem Pinsel, wie es am besten funktioniert. Soll nichts mehr von der Verbindung zu sehen sein im Idealfall. Also nicht zu früh aufhören. So. Nun sieht das ja schon ganz gut aus. So, ein bisschen rumschmieren noch. Wunderbar. Erstmal einen Schluck trinken, ne? Prost. So, jetzt mache ich ihm hier Augen. Ja, ich glaube, ich nehme diesen Kugelschreiber hier, drücke 2 Kreise rein. 1, 2. Drück um die Kreise herum, vorsichtig etwas Masse zurück, dann kommen die Augen ein kleines bisschen raus. Das geht, wenn die Wandung etwas dicker ist, geht das ganz gut. Wenn das sehr dünn ist, die Wandung vom Körper hier, dann muss man aufpassen. So. Alternativ kannst du natürlich auch 2 Murmeln aufsetzen. 2 Murmelaugen, ne? Ich drücke 2 Pupillen ein. Eins und 2. Und da kann es gucken. Jetzt mache ich hier noch 2 so Augenbrauen ran. So, auch mit dem Stäbchen hier. Dein Einsatz. Und genau, kann jetzt die Ohren noch etwas profilieren. Dann nehme ich wieder so ein Modellierhölzchen und ziehe mal so eine Kerbe rein. So. 1 und 2. Wunderbar. Mach das noch ein bisschen schön mit dem Finger. So. Und dann kann ich die Ohren ein bisschen knicken. So, jetzt kriegt es noch ein freundliches, breites Lächeln. Ich ziehe eine Mundlinie. Unterhalb der Steckdose natürlich. So. Schön breit vom einen Ohr zum anderen. Und fahre da mit dem feuchten Finger auch noch mal lang, dass die Linie schön wird. So. Jetzt kann ich hier mit dem Hölzchen in so einen Mundwinkel reingehen und da durchstechen und noch ein bisschen ausdrehen. Dann kann man später da ein Glücksklee reinstecken. Vielleicht. Kann ich eine Seite machen oder beide Seiten. Dann kann man später da was reinstecken. So, mit dem feinen Pinsel
ziehe ich nochmal fein die Kante nach, dass die etwas entgratet wird. So. Und die Mundlinie ziehe ich jetzt auch nochmal mit dem Hölzchen nach, dass sie ein bisschen schärfer wird. Popel. So. Und noch einmal entgraten. So. Jetzt fehlen natürlich hier noch die Löcher, ne, in der Nase drin. Dann nehme ich mal diese Stricknadel. Und pick hier vorsichtig 2 Löcher rein und leier das ein bisschen aus. So. Genau. Jo, dann kann ich hier oben noch 2 Falten machen. Hier über der Nase. Mit so einer Kante hier vom Pfannenwender. Einmal so lang drücken. 2-mal oder 3-mal nach Belieben. Dann hat sie hier schöne Nasenfalten. Die Sau. Bitteschön.